good morning, wonderful friends. Guten Morgen, ihr wunderbaren Freunde. Thank you so much. Ich danke euch so sehr. Maybe you wonder what I'm saying thank you for. Vielleicht wundert ihr euch, wofür ich Danke sage. For constantly sending us so many testimonies of what God is doing through this devotional. Dass ihr uns ständig so viele Zeugnisse schickt, was Gott durch diese Andachten tut. I had a message just 2 days ago from Papua-Neuguinea. Vor 2 Tagen erreichte mich eine Nachricht aus Papua-Neuguinea. And a woman was deeply impacted through our ministry. Und eine Frau wurde durch unseren Dienst tief berührt. I had to look up on the map exactly where it is. I know it's somewhere in Ireland, not too far from Australia. Ich musste auf der Karte nachsehen, wo genau das liegt. Ich weiß, dass es eine Insel ist, nicht weit von Australien. In fact, the woman read my book. Die Frau hat mein Buch gelesen. I thought, how can God do things so extraordinary? Ich dachte, wie kann Gott Dinge so außergewöhnlich tun? If you trust Him, He will promote whatever He wants to do through you. Wenn du ihm vertraust, wird er alles, was er durch dich tun will, fördern. You know, I learned a lesson when I was very young. Ich habe eine Lektion gelernt, als ich sehr jung war. Never promote yourself. Werbe nie für dich selber. Never promote your ministry. Werbe niemals für deinen Dienst. And always trust Him. Und vertraue ihm immer. And today I look back and I'm shocked. Heute schaue ich zurück und bin schockiert. More than 100 nations in the world, what God is doing through us have been impacted. In mehr als 100 Nationen auf der Welt ist zu sehen, was Gott durch uns tut. Or maybe I should say people in more than 100 nations of the world. Ich sollte sagen, Menschen in mehr als 100 Nationen auf der Welt wurden berührt. So let's continue verse 15 in the Passion. Fahren wir mit Vers 15 in der Passion weiter. John 14. In Johannes 14. Loving me empowers you to obey my commandments. Wenn ihr mich liebt, wird das euch befähigen, meine Gebote zu halten. You see, the New King James Version says, if you love me, keep my commandments. In anderen Übersetzungen heißt es, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. And of course, this is the truth. Natürlich ist das die Wahrheit. How can you say you love God, but then you don't want to do what He's telling you to do? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, wenn du nicht das tun willst, was er dir sagt? But I really like how the Passion puts this. Doch ich mag es sehr, wie die Passion es ausdrückt. What empowers us to obey Jesus is loving Him. Was uns dazu befähigt, Jesus zu gehorchen, ist ihn zu lieben. And what empowers us to love Him is being loved by Him. Was uns dazu befähigt, ihn zu lieben, ist von ihm geliebt zu werden. You see, we go back to a message I preached at a youth camp long time ago. Wir greifen auf eine Botschaft zurück, die ich vor sehr langer Zeit in einem Jugendcamp gepredigt habe. And we had a youth camp with about 120 people for a whole week. Eine Woche lang hatten wir ein Jugendcamp mit ungefähr 120 Leuten. And we felt that we should really talk about victory over sin. Und wir fühlten, dass wir über den Sieg über die Sünde sprechen sollten. And I remember when the series of messages that I preached, Ich erinnere mich, dass ich in meiner Predigtreihe I brought a completely different emphasis than some of the other speakers. einen ganz anderen Schwerpunkt gelegt habe als einige andere Redner. Because basically a lot of the people had this approach. Denn die meisten Leute hatten folgenden Ansatz. Young people, stay away from sin. Junge Leute, haltet euch von der Sünde fern. Young people, sin is bad. Junge Leute, Sünde ist schlecht. Young people, flee from this, flee from that, run from the other. Junge Leute, flieht von diesem, von jenem und rennt vom anderen weg. While there is truth in all of this, Obwohl an allem etwas Wahres dran ist, because even Paul said to Timothy, flee from sexual immorality, denn sogar Paulus sagte zu Timotheus, fliehe vor sexueller Unmoral, so there is truth in it. es ist also etwas Wahres daran. But I believe it's only a part of the picture. Ich glaube, dass das nur ein Teil des Bildes ist. Here is how I taught the young people. So habe ich es den jungen Leuten gesagt. You have to grasp in your heart how deeply you're loved by God. Ihr müsst in eurem Herzen begreifen, wie sehr ihr von eurem Gott geliebt werdet. The more your heart has been conquered by His perfect and passionate love for you, Je mehr euer Herz von seiner vollkommenen und leidenschaftlichen Liebe zu euch erobert wurde, the more you will then love Him back. desto mehr werdet ihr ihn dann auch lieben. And the more you will love Him, the more you will feel empowered to obey Him and not sin. Je mehr ihr ihn liebt, desto mehr werdet ihr euch befähigt fühlen, ihm zu gehorchen
und nicht zu sündigen. And I found the true victory over sin is loving Jesus, which starts by being loved by him. Und ich fand, dass der wahre Sieg über die Sünde darin besteht, Jesus zu lieben, was damit beginnt, von ihm geliebt zu werden. He is our bridegroom. Er ist unser Bräutigam. So think about it. Also denk darüber nach. If you are in an intimate, passionate relationship with somebody, Wenn du und ich eine intime, leidenschaftliche Beziehung zu jemandem haben, what would you think works better? was denkst du funktioniert besser? Hey, if you look at another man or if you look at another woman, I will be very angry at you. Hey, wenn du einen anderen Mann oder eine andere Frau ansiehst, werde ich sehr wütend auf dich sein. I'm not going to sleep in the same bed with you. You're going to sleep on the couch. Ich werde nicht mit dir im selben Bett schlafen, du kannst auf dem Sofa schlafen. And I'm not going to speak to you for 3 days. Und ich werde 3 Tage lang nicht mehr mit dir sprechen. So what will you do? Was wirst du tun? You will focus on not looking at another person from the opposite sex because you're scared of your partner. Du wirst dich darauf konzentrieren, die Person des anderen Geschlechts nicht anzuschauen, weil du Angst vor deinem Partner hast. But what happens if you live in a very deep love relationship with your partner? Was passiert, wenn du in einer sehr tiefen Liebesbeziehung mit deinem Partner lebst And you're so convinced how deeply you're loved. und du so fest davon überzeugt bist, wie sehr du geliebt wirst? And you are enjoying that intimacy so deeply that you don't want it to be disturbed. Du genießt die Intimität so sehr, dass du nicht willst, dass sie gestört wird. Now, will you have the same fight and the same struggle? Wirst du nun denselben Kampf und dieselben Schwierigkeiten haben? Of course you will not. Natürlich wirst du das nicht. You will not desire to even look at somebody from the opposite sex. Du wirst nicht einmal den Wunsch verspüren, jemanden vom anderen Geschlecht anzusehen, Because love empowers you. weil Liebe dich befähigt. You know, and we always have to remind ourselves Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, that the empowerment to keep the commandments of God and to obey Him dass die Befähigung, die Gebote Gottes zu halten und ihm zu gehorchen, is internal and not external. innerlich und nicht äußerlich ist. So first of all, our sinful nature has been destroyed. Zuallererst wurde unsere sündhafte Natur zerstört. Secondly, we are empowered by love. Zweitens werden wir durch die Liebe befähigt. Reinhard, you said now keeping the commandments of God, so suddenly we're back to the law? Ach, Reinhard, du hast gesagt, dass wir jetzt die Gebote Gottes halten, also sind wir plötzlich wieder beim Gesetz? Jesus said, Jesus sagte, I have a new commandment for you. ich habe ein neues Gebot für euch. Love one another. Liebet euch untereinander. Because when you love, you obey all of the commandments. Denn wenn du liebst, befolgst du alle Gebote. So we are not supposed to ignore God's commandments. Wir sollen also Gottes Gebote nicht ignorieren. We are supposed to love our neighbor. We are supposed to have no other God that we worship. Wir sollen unseren Nächsten lieben. Wir sollen keinen anderen Gott haben, den wir anbeten. But we will never relate to God based on obedience of any of the laws. Aber wir werden niemals eine Beziehung zu Gott haben, die auf der Befolgung der Gesetze beruht. So, do you want victory? Also, willst du den Sieg? Do you want to love other people? Willst du andere Menschen lieben? It's very simple. Es ist sehr einfach. Loving Jesus empowers you to do that. Jesus zu lieben befähigt dich, das zu tun. Always come back to an intimate love relationship with Him. Komm immer wieder zu einer intimen Beziehung mit ihm zurück. See you tomorrow. Bis morgen!